Ein Abend im Restaurant. Hallo, mein Name ist Julia. Ich bin 24 Jahre alt und wohne in München. Heute Abend möchte ich in ein kleines Restaurant gehen. Ich freue mich auf gutes Essen und eine schöne Zeit. Am Nachmittag bereite ich mich vor. Ich frühstücke ein Brötchen mit Marmelade und trinke einen Kaffee. Danach ziehe ich ein schönes, aber bequemes Kleid an und mache meine Haare. In meiner Tasche packe ich mein Handy, mein Portemonnaie und einen kleinen Schal, falls es kühl wird. Ich freue mich, denn ich habe lange nicht mehr mit Freunden ausgegangen. Um 18 Uhr treffe ich meine Freundin Anna vor meinem Haus. Anna ist 25 Jahre alt und trägt ein rotes Oberteil und eine Jeans. Wir umarmen uns und lachen. Anna sagt, ich freue mich so auf heute Abend. Und ich antworte, ich auch, Anna. Es wird bestimmt ein toller Abend. Gemeinsam gehen wir zur Bushaltestelle. Der Bus bringt uns in die Innenstadt. Während der Busfahrt sprechen wir über den Abend. Wir reden über das Restaurant, in dem wir essen möchten. Anna sagt, das Restaurant heißt La Dolce Vita. Es ist ein italienisches Restaurant und sehr gemütlich. Ich nicke und freue mich auf Pizza und Pasta. Die Busfahrt dauert nur 10 Minuten. Dann steigen wir an einer Haltestelle aus und gehen ein paar Minuten zu Fuß. Vor uns steht das Restaurant La Dolce Vita. Es ist ein kleines, warm beleuchtetes Gebäude mit großen Fenstern. Vor der Tür hängen Blumen und eine kleine Leuchtreklame. Ich spüre sofort, dass es ein besonderer Ort ist. Anna und ich gehen gemeinsam hinein. Im Restaurant ist es ruhig und angenehm. An der Wand hängen Bilder von Italien. Eine leise Musik spielt im Hintergrund. Der Kellner begrüßt uns freundlich. Guten Abend, willkommen im La Dolce Vita. Haben Sie reserviert? Ich antworte, ja, wir haben eine Reservierung auf den Namen Julia. Der Kellner lächelt und führt uns zu einem Tisch in der Mitte des Raumes. Der Tisch ist schön gedeckt mit Kerzen und Blumen. Wir setzen uns und schauen uns um. Anna sagt, ich mag die Atmosphäre hier. Es ist so ruhig und schön. Ich stimme zu und schaue auf die Speisekarten, die auf dem Tisch liegen. Die Speisekarte ist einfach, aber es gibt viele italienische Klassiker. Es gibt Pizza, Pasta, Salate und verschiedene Vorspeisen. Auch Desserts und Getränke stehen zur Auswahl. Der Kellner kommt und fragt, möchten Sie etwas zu trinken bestellen? Wir bestellen beide ein Glas Rotwein und etwas Mineralwasser. Während wir warten, unterhalten wir uns leise. Ich erzähle Anna von meinem Tag und meinen Plänen für das Wochenende. Anna berichtet von ihrem neuen Job und ihren schönen Erlebnissen. Es ist schön, so miteinander zu sprechen und den Alltag zu vergessen. Nach ein paar Minuten bringt der Kellner unsere Getränke. Er sagt, sind Sie bereit zu bestellen? Ich schaue in die Speisekarte und entscheide mich. Ich nehme die Spaghetti Carbonara und einen kleinen gemischten Salat. Anna bestellt die Pizza Margherita und ein Glas Wasser dazu. Der Kellner notiert unsere Bestellungen und sagt, das Essen kommt gleich. Bitte genießen Sie Ihre Getränke. Während wir auf das Essen warten, beobachten wir die anderen Gäste im Restaurant. Einige Paare unterhalten sich leise, während andere Familien hier essen. Die Stimmung ist freundlich und entspannt. Ich schaue Anna an und wir lächeln beide. Es fühlt sich gut an, hier zu sein und den Abend zu genießen. Bald bringt der Kellner das Essen. Zuerst kommt meine Portion Spaghetti Carbonara. Der Teller ist schön angerichtet. Ich rieche den Duft von frisch gekochter Pasta und leckerer Soße. Anna bekommt ihre Pizza, die heiß und knusprig aussieht. Der Kellner fragt, ob alles in Ordnung ist, und ich antworte, ja, vielen Dank. Ich beginne zu essen. Die Spaghetti sind warm und die Soße schmeckt cremig und würzig. Ich genieße jeden Bissen. Anna lacht, als sie einen großen Bissen von ihrer Pizza nimmt. Wir unterhalten uns weiter über unsere Lieblingsspeisen und erzählen lustige Geschichten aus der Vergangenheit. Es ist ein fröhlicher Abend. Nach dem Hauptgang kommen wir zu einem kleinen Dessert. Wir bestellen beide ein Tiramisu, das im Restaurant sehr beliebt ist.
Der Kellner bringt uns das Dessert in schönen kleinen Schalen. Das Tiramisu ist süß und cremig. Ich probiere einen Löffel und sage, das ist wirklich lecker. Anna stimmt zu und sagt, ja, das ist mein Lieblingsdessert. Nachdem wir das Dessert gegessen haben, fragt der Kellner, ob wir noch etwas möchten. Ich schüttle den Kopf und sage, nein, danke, das war ein wunderbarer Abend. Anna nickt ebenfalls und wir bitten um die Rechnung. Der Kellner bringt uns die Rechnung und wir zahlen bar. Er bedankt sich freundlich und sagt, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Draußen vor dem Restaurant ist es inzwischen dunkel. Die Stadt leuchtet in vielen bunten Farben. Anna und ich verlassen das Restaurant und beschließen, noch einen kleinen Spaziergang durch die Innenstadt zu machen. Wir gehen in eine kleine Gasse, in der die Lichter der Cafés und Geschäfte warm scheinen. Wir unterhalten uns über den schönen Abend und lachen über gemeinsame Erinnerungen. Nach etwa einer halben Stunde im Freien verabschieden wir uns. Anna sagt, ich hatte einen wunderbaren Abend, Julia. Es war schön, wieder Zeit miteinander zu verbringen. Ich antworte, ich freue mich auch, Anna. Wir sollten das bald wieder machen. Wir umarmen uns herzlich und gehen in verschiedene Richtungen nach Hause. Zu Hause angekommen, setze ich mich an meinen Schreibtisch und schaue mir ein paar Fotos an, die ich mit meinem Handy gemacht habe. Auf den Bildern sehe ich das gemütliche Restaurant, die schönen Speisen und natürlich die fröhlichen Gesichter. Ich öffne mein Tagebuch und schreibe, heute Abend war sehr schön. Ich war mit Anna im Restaurant La Dolce Vita. Wir haben leckeres Essen gegessen, Rotwein getrunken und viel gelacht. Es war ein Abend voller guter Gespräche und schöner Erinnerungen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Mit diesen glücklichen Gedanken gehe ich ins Bett. Bevor ich einschlafe, höre ich noch einmal die leise Musik des Restaurants in meinem Kopf und träume von weiteren schönen Abenden mit Freunden. Gute Nacht, lieber Abend. Bis bald. Ein Spaziergang am Flussufer. Hallo, mein Name ist Erik. Ich bin 25 Jahre alt und wohne in Hamburg. Heute ist ein schöner, sonniger Tag und ich habe frei. Ich habe beschlossen, einen Spaziergang am Flussufer zu machen. Ich liebe das Wasser und die ruhige Atmosphäre in der Natur. Am Morgen wache ich früh auf. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Ich frühstücke ein frisches Brötchen mit Butter und Marmelade und trinke eine Tasse Kaffee. Danach ziehe ich bequeme Kleidung an. Ein T-Shirt, eine lockere Hose und bequeme Schuhe. In meiner Tasche packe ich mein Handy, eine Wasserflasche, mein Notizbuch und eine Kamera, damit ich schöne Bilder machen kann. Ich verlasse mein Haus und laufe zur nahegelegenen Bushaltestelle. Ich steige in den Bus, der mich zum Flussufer bringt. Während der Busfahrt schaue ich aus dem Fenster. Ich sehe grüne Bäume, bunte Häuser und viele Menschen, die zur Arbeit oder Schule gehen. Die Fahrt dauert nur etwa 10 Minuten und bald steige ich an der Haltestelle Flusshafen aus. Vor mir erstreckt sich ein breiter Fluss. Am Ufer stehen viele Bäume und die Sonne spiegelt sich im Wasser. Einige Boote fahren gemächlich vorbei und ein paar Menschen sitzen auf Bänken und genießen den Ausblick. Ich atme tief die frische Luft ein und fühle mich sofort ruhig und glücklich. Ich beginne meinen Spaziergang auf einem gut gepflegten Weg, der direkt am Flussufer verläuft. Auf beiden Seiten des Weges blühen bunte Blumen und an den Bäumen hängen kleine Schilder, die den Weg markieren. Ich höre das leise Plätschern des Wassers und das Zwitschern der Vögel. Es ist ein sehr friedlicher Ort. Während ich laufe, beobachte ich, wie das Wasser langsam fließt. Kleine Wellen spielen am Ufer und manchmal spritzt das Wasser gegen die Steine. Ich mache ein paar Fotos, um diesen schönen Moment festzuhalten. In meinem Notizbuch schreibe ich, der Fluss ist ruhig und schön. Ich fühle mich frei und entspannt. Auf dem Weg treffe ich andere Menschen. Ein älteres Paar spaziert Hand in Hand und ein Junge läuft mit seinem Hund. Der Hund bellt fröhlich und der Junge lacht. Ich lächle, als ich das sehe, und grüße die Menschen freundlich. Es ist schön, dass alle den Tag am Fluss genießen.
Ich laufe weiter und erreiche einen kleinen Parkbereich, der direkt am Fluss liegt. Hier stehen bunte Bänke und ein Pavillon, unter dem man sich ausruhen kann. Ich setze mich auf eine Bank, trinke einen Schluck Wasser und schaue auf das vorbeifließende Wasser. Ich höre, wie eine Gruppe Kinder in der Ferne spielt, und ich denke an meine eigene Kindheit. Nach einer Weile stehe ich wieder auf und setze meinen Spaziergang fort. Ich folge dem Weg, der leicht am Wasser entlang führt. Dabei bemerke ich, dass einige Künstler am Ufer sitzen. Sie malen das schöne Flussbild oder spielen leise Musik auf ihren Instrumenten. Einer von ihnen malt ein Bild mit warmen Farben, und ich bleibe kurz stehen, um es mir anzusehen. Ich mache ein Foto und schreibe in mein Notizbuch: Die Kunst am Flussufer ist inspirierend. Der Weg führt mich weiter zu einer kleinen Brücke, die über den Fluss führt. Unter der Brücke liegen bunte Steine und Algen, und ich bleibe einen Moment stehen, um den Blick unter der Brücke zu genießen. Die Brücke ist alt, und sie verbindet beide Seiten des Flusses. Ich spüre, wie die kühle Brise vom Wasser herüberweht, und ich fühle mich erfrischt. Ich überquere die Brücke und gehe auf der anderen Seite weiter. Dort ist der Weg etwas schattiger, da hohe Bäume das Licht filtern. Auf diesem Teil des Weges sehe ich Menschen, die joggen oder Fahrrad fahren. Ein paar Freunde unterhalten sich und lachen dabei. Es ist eine lebendige, aber dennoch entspannte Atmosphäre. Weiter hinten am Flussufer entdecke ich einen kleinen Kiosk. Dort verkauft jemand Eis und kalte Getränke. Ich gehe hinüber und kaufe mir ein Erdbeereis. Das Eis schmeckt frisch und süß, und es kühlt mich an diesem warmen Tag ab. Ich setze mich noch einmal kurz auf eine Bank und esse mein Eis, während ich dem Wasser zusehe. Nach dem kleinen Genuss laufe ich weiter. Ich genieße jeden Schritt und die leise Musik, die der Fluss in meinen Ohren spielt. Es ist erstaunlich, wie friedlich und schön die Natur hier ist. Ich denke an all die kleinen Dinge, die den Tag so besonders machen. Das Lächeln eines vorbeigehenden Menschen, das Rauschen des Wassers, den Duft der Blumen und die warme Sonne auf meiner Haut. Nach etwa 1,5 Stunden Spaziergang fühle ich mich glücklich und erholt. Ich gehe zurück zur Bushaltestelle, wo ich den Bus zurück in die Stadt nehmen werde. Im Bus sitze ich und schaue aus dem Fenster. Ich denke noch einmal an die schönen Momente am Flussufer und fühle mich dankbar für diesen wunderbaren Tag. Zu Hause angekommen, lege ich meine Tasche ab und setze mich an meinen Schreibtisch. Ich schaue mir die Fotos an, die ich gemacht habe, und lese meine Einträge im Notizbuch. Ich schreibe in mein Tagebuch: Heute habe ich einen wunderschönen Spaziergang am Flussufer gemacht. Ich habe die Ruhe des Wassers und die frische Luft genossen. Es war inspirierend, die Künstler zu sehen und die Natur in vollen Zügen zu erleben. Ich freue mich darauf, bald wieder hierher zu kommen. Mit diesen schönen Erinnerungen gehe ich ins Bett. Bevor ich einschlafe, höre ich noch einmal in Gedanken das sanfte Plätschern des Wassers und das Zwitschern der Vögel. Ich träume von weiteren Spaziergängen und von der friedlichen Natur am Fluss. Gute Nacht, liebes Flussufer. Bis bald. Ein Besuch im Planetarium. Hallo, mein Name ist Anna. Ich bin 23 Jahre alt und wohne in Frankfurt. Heute habe ich frei und möchte ins Planetarium gehen. Ich interessiere mich sehr für Sterne und den Weltraum. Ich freue mich darauf, mehr über die Planeten und das Universum zu erfahren. Am Morgen wache ich früh auf. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Ich frühstücke ein Brötchen mit Käse und trinke einen Kaffee. Danach ziehe ich bequeme Kleidung an, ein T-Shirt, eine Jeans und meine bequemen Schuhe. In meiner Tasche packe ich mein Handy, mein Portemonnaie und mein Notizbuch. Ich möchte einige neue Wörter und Fakten aufschreiben. Ich fahre mit dem Bus zum Planetarium. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Im Bus schaue ich aus dem Fenster und sehe viele grüne Bäume und bunte Häuser. Ich höre leise Musik und freue mich auf meinen Besuch. An der Haltestelle steige ich aus und laufe zum modernen Gebäude des Planetariums. Vor dem Eingang stehen andere Besucher.
Ich kaufe mein Ticket an einem Automaten. Eine Eintrittskarte kostet 7 Euro. Nachdem ich bezahlt habe, gehe ich in das Foyer. Im Foyer des Planetariums ist es ruhig und hell. An den Wänden hängen Bilder von Sternen und Galaxien. Eine große Uhr zeigt die aktuelle Zeit und auf einem Bildschirm wird das Programm des Tages angezeigt. Eine freundliche Mitarbeiterin sagt: „Willkommen im Planetarium. Der Film beginnt in 10 Minuten. Ich lächle und gehe zu meinem Sitzplatz. Bald betrete ich den dunklen Kinosaal. Der Raum ist gemütlich und die Sitze sind bequem. Auf der großen Kuppel an der Decke beginnen leuchtende Sterne zu erscheinen. Der Film startet. Auf der Leinwand sehe ich Bilder von fernen Galaxien, funkelnden Sternen und Planeten, die sich um die Sonne drehen. Die Stimme des Erzählers ist ruhig und klar. Er erklärt: Das Universum ist sehr groß und voller Wunder. Sterne werden geboren und vergehen. Die Erde ist nur ein kleiner Teil davon. Ich bin fasziniert. Ich sehe die Erde als blauen Planeten, wie sie im Weltraum schwebt. Ich lerne, dass der Mond die Erde umkreist und dass es viele Planeten in unserem Sonnensystem gibt. Es gibt auch interessante Informationen über die Milchstraße. Ich mache in meinem Notizbuch viele Notizen und schreibe neue Wörter wie Galaxie, Sternenstaub und Kosmos auf. Während des Films wechselt die Projektion. Plötzlich erscheinen bewegte Bilder. Ich sehe, wie Astronauten in einem Raumschiff fliegen. Der Film zeigt auch, wie man mit Teleskopen Sterne beobachten kann. Ich fühle mich, als ob ich selbst in den Weltraum reisen könnte. Die Musik ist spannend und passt sehr gut zur Geschichte. Nach dem Film geht der Saal wieder an. Das Licht wird langsam heller. Ich stehe auf und verlasse den Kinosaal. Im Foyer sprechen einige Besucher miteinander. Ein junger Mann fragt: „Wie hat dir der Film gefallen?" Ich antworte: „Er war sehr interessant und schön. Ich habe viel Neues gelernt." Ein paar Leute nicken zustimmend. Ich gehe zu einem Informationsstand im Foyer. Dort liegen Broschüren über das Universum, die Sterne und die Planeten. Ich nehme eine Broschüre mit, um sie zu Hause genauer zu lesen. Eine Mitarbeiterin erklärt mir kurz: In der Broschüre finden Sie viele interessante Fakten über den Weltraum. Sie erfahren, wie Sterne entstehen und wie das Universum sich entwickelt hat. Ich bedanke mich und gehe weiter. Draußen vor dem Planetarium ist es immer noch sonnig. Ich setze mich auf eine Bank im kleinen Garten vor dem Gebäude und lese ein wenig in der Broschüre. Ich sehe schöne Fotos von fernen Galaxien und Planeten. Ich schreibe in mein Notizbuch: Das Universum ist riesig. Die Sterne sind wie kleine Sonnen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich fühle mich inspiriert und ruhig. Nach etwa einer Stunde verlasse ich den Garten und gehe zur Bushaltestelle, um in die Stadt zurückzufahren. Im Bus sitze ich und schaue noch einmal aus dem Fenster. Ich denke an die beeindruckenden Bilder, die ich im Planetarium gesehen habe. Ich bin glücklich, dass ich so viel über den Weltraum gelernt habe. Zu Hause angekommen, setze ich mich an meinen Schreibtisch und schaue mir die Fotos auf meinem Handy an. Ich öffne mein Notizbuch und lese meine Notizen. Ich schreibe in mein Tagebuch: Heute war ein wunderbarer Tag im Planetarium. Ich habe viel über Sterne, Planeten und Galaxien gelernt. Der Film hat mich sehr fasziniert und inspiriert. Ich möchte mehr über das Universum erfahren und vielleicht später einmal in ein echtes Raumschiff steigen, auch wenn das nur ein Traum ist. Ich freue mich auf meinen nächsten Besuch und auf neue Entdeckungen. Mit diesen schönen Erinnerungen und vielen neuen Ideen gehe ich ins Bett. Bevor ich einschlafe, denke ich an die funkelnden Sterne und die geheimnisvolle Weite des Universums. Ich träume von fernen Galaxien und leuchtenden Sternen. Gute Nacht, liebes Planetarium. Bis bald!